Liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie viele von euch wissen, reise ich seit Jahren regelmäßig in die Ukraine, um dort trotz des Krieges das musikalische Leben mit gemeinsamen Konzerten, Kammerkonzerten, Orchesterkonzerten und Masterclasses zu unterstützen und zu fördern. Musik hat in diesen schwierigen Zeiten einen unglaublichen Stellenwert in der Ukraine, neben dem kulturellen Wert vor allem als Kraftquelle, als Ablenkung, als Trost und auch als Perspektive. Oft werde ich von Kollegen hier gefragt, was kann man denn konkret machen, um ukrainische Musiker zu unterstützen. Und aus diesem Grund habe ich nun den Verein zur Unterstützung ukrainischer Musiker und Musikerinnen sowie Musikprojekte ins Leben gerufen. Mit den gesammelten Spenden wollen wir unseren ukrainischen Kollegen dabei helfen, das kulturelle Leben trotz der schwierigen Umstände am Laufen zu halten. So möchten wir einerseits die ukrainische alte Musikszene durch Ankauf und Restaurierung von Instrumenten weiter aufbauen. Das haben wir schon vor dem Krieg begonnen, wurde dann im 2022 unterbrochen und wollen wir jetzt fortsetzen. Wir wollen ukrainischen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit geben, durch Spesenübernahme an Masterclasses hier in Mitteleuropa teilzunehmen. Und ein ganz besonderer, wichtiger Schwerpunkt, vor allem vor dem nächsten Winter, ist die Restaurierung und Sanierung von Probenräumen, Bibliotheken und Musikschulen. Als Beispiel der Probensaal der Kamerata Kiew, eines der besten Orchester der Ukraine, hatte im letzten Winter manchmal nur wenige Plusgrade, manchmal sogar auch Minusgrade. Bei diesen unglaublichen Bedingungen mussten die trotzdem proben und ihre Leistung bringen. Also es ist für uns einfach unvorstellbar, unter welchen Bedingungen die manchmal arbeiten mussten. Und deswegen wollen wir hier also tätig werden und eine Heizung installieren, die auch bei Stromausfall funktioniert und den Musikern ein bisschen die Möglichkeit gibt, in einem halbwegs normalen Umfeld zumindest arbeiten zu können. Dazu brauchen wir eure und ihre Unterstützung. Die Spenden landen auch nicht anonym auf irgendeinem Konto, sondern werden von mir persönlich in die Ukraine gebracht und dort vor Ort investiert. Wir informieren über unsere Projekte auch regelmäßig auf unserer Website www.ukrainemusicproject.eu. Und ich darf euch und Sie nur herzlich bitten, unser Projekt großzügig zu unterstützen, sei es durch Spenden oder auch durch Verbreiten dieser Information, dieses Videos unter Musikerkolleginnen, unter Orchestern, unter Ensembles, unter Chören, unter Musikbegeisterten. Damit können wir sicherlich gemeinsam dann einiges bewegen. Vielen Dank.